Oh ja, Servus, Grüezi und Hallo, meine süßen Freunde. Ich hoffe, es geht euch gut und herzlich willkommen zu einer neuen. Ja, mal gespannt, was der Lieferant jetzt sagt. Und der geht einfach jetzt an uns vorbei und begrüßt uns nicht. Dafür kriegst du eine Faust. Natürlich nicht. Folge Greedfall. Jetzt geht er wieder zurück. Du kannst dich auch nicht entscheiden, kann das sein? Gut, meine Friends, ich hoffe, ihr habt noch Bock und ihr macht mit hier beide. Reden wir mal mit dem, komm. Good day, good sir. Oh. How might I be of service? You can start by explaining to me why you refused to honor the orders agreed upon with the guard. There's been a misunderstanding, sir. Of course we're ready to honor the orders. In fact, I've already had a word with your master-at-arms. They're asking that we pay again, despite having already paid. It's just that the price has gone up since. I've nothing to do with it. This is inadmissible. If you agree on a sum, you need to honor that agreement. I'm sorry, sir. I'm just an agent. And I'm only obeying orders. Sag mal, Junge, ich weiß nicht, wie es mit dir aussieht, aber ich hoffe, du hast mal ins Spiel geguckt. Also, gut geht's dir auf jeden Fall nicht. Vielleicht sollten wir dir einen Termin bei dem Quacksalber machen. Vielleicht hilft das Mittel bei dir. Der hat wahrscheinlich auch den Melikor. Zu den Befehlen befragen? Ja. Your master has apparently asked you to demand a second payment for this merchandise. That's right. He told me that their attendant seemed to be hiding something when he passed the order. And so he must have thought the guard would end up paying in the end, whatever he asked for. I'll be damned. And I'm the one they've sent to settle the affair. Sorry, Captain, it's nothing personal. I'm only following orders. Following orders. Yeah, we hear you. Makes one wonder which one of the two of us is a coin guard. Okay, nach den anderen Händlern fragen. Why don't we go and solicit other suppliers, Kurt? When we've already paid for the merchandise? If these thieves agreed to reimburse the original payment, it's what we do immediately. And do know, in the future, we won't be shopping with them. Well, I should think not. This whole story sounds suspicious and stinks of a scandal. You're demanding a second payment but refuse to reimburse the one that was already made. I'm not the one demanding nor refusing. It's my master. This stubborn fool is pushing me to madness. You understand now why I'm asking for your help? Absolut, ich verstehe es. So, Charisma, Gefängnisstrafe androhen. Ihm drohen. Was machen wir da? Ah, irgendwie, ich weiß nicht. Irgendwie tut er mir ja schon leid, ne? Intuition, versuchen ihn zu bestechen. Das geht natürlich nicht. Charisma, Gefängnisstrafe androhen. Ist eine Chance von 50% oder wie? Ah, wir probieren es. I don't think you understand who you're dealing with. Perhaps I failed to present myself properly. Lord Desardet, nephew of the Prince d'Orsay and legate of the Congregation of Merchants. During our conversation, you explained to me that your master forced you to commit a crime. That's regrettable. Especially as you will be considered his accomplice in extortion, theft. You know as well as I that the congregation does not tolerate such illegal activities. But I'm only obeying orders. That is a shame. Well, as orders are the only language you seem to understand, I order you to return the guard the merchandise, without delay. Unless you'd rather your master is hung and that you finish your days in prison. As you request, my lord. I shall go immediately and ask that these crates be delivered to the attendant. Now that's a wise decision. Thank you. I was beginning to think this would never end. You're certainly honoring your new title. Bravo! The quartermaster must be expecting us. Okay, verhandeln können wir. Und das mit ordentlich Druck. Okay, wir müssen da hinten wieder zurück. Düpp, düpp, düpp. Was ist denn das? Fischernetz? Oder was ist mit dem? Wurde der enthauptet oder was? What? Ne, der schläft. Sag mal, meine ich das? Ach so, der Kopf ist im Tisch drin. Ich dachte schon, ich wollte schon sagen, sein Kopf, also die Kopfgröße im Bezug zu seinem Körper ist ja schon... Und er steckt auch im Stuhl fest, im Hocker. Okay. Dann lassen wir ihn mal weiter da rumlungern. Okay, gehen wir hier entlang. Nee, komm, klettern wir hier wieder rüber.
So, wir sind Klettermeister. Der Klettermaxe ist wieder am Start. So, jetzt gehen wir zurück. Haben wir ja eigentlich ziemlich erfolgreich bisher gemacht. Ja, ich weiß. Wir werden schon mal gucken. Oder warte mal, komm, wir gucken mal kurz, was der zu verkaufen hat. Dass der endlich die Goschen hält. Hm? Warum wiederzusehen? Wir sehen uns doch das erste Mal. Oder habe ich irgendwas nicht mitgekriegt? Verkaufen. Ich guck mal, was kann ich denn verkaufen? Nahkampfwaffe. Kopf. Silberner Siegelring. Dieser Silber trägt ein unleserliches Waffen. Verkauf ihn an einen Händler. Ja, mache ich. Yes. So, das kann ich eigentlich auch alles Ne, warte mal. Ist besser? Abgenutzter Filzhut. Hä? Das hat mir doch gar nicht angezeigt. Dass das besser ist für Rüstung und Gleichgewicht. Aber dafür Giftresistenz weniger. Den verkaufen wir mal. Den verkaufen wir auch. Hier haben wir auch noch was. Das ist natürlich Reiseanzug. Brauchen wir auch nicht. Wir reisen nur nackt. Nee, natürlich nicht. Bequeme Stiefel. Die sind auch besser? What the fuck? Wann haben wir das denn gekriegt? Ich kriege ja gar nichts mehr mit. So, gucken wir mal kaufen. Was hat er denn? Ring des Diakons? Waffe? Okay. Ich weiß nicht. Also ich bin ja mehr so jemand, was man findet, ne? Da bin ich irgendwie schärfer drauf. Aber wir werden auf jeden Fall jetzt mal die Sachen wechseln. Da haben wir einmal den Hut. Tatsächlich, ist wirklich besser. Ach so, der zeigt dann praktisch auch die Giftresistenzchance auf Beute. Aber wie gesagt, wir gehen ja eigentlich mehr auf Rüstung und Gleichgewicht und so weiter und so fort. Was haben wir noch? Waren das die Handschuhe oder die Stiefel? Bequeme Stiefel, genau. Ja, machen wir so. Solange sie bequem sind, ist doch alles tutti frutti. So, jetzt hier rein. So, ich habe gute Nachrichten. Würde ich mal sagen. Hallo, Chefchen. Alles Paletti. Sprich mit dem Haushofmeister. Sir Desarde, I presume. It is an honor to make your acquaintance. Captain, you set sail soon. Have you seen to our little business? Yes, we were finally able to recover your merchandise. Excellent news. I'm afraid, though, that your mission isn't completely finished, Kurt. Blast me, I'm a captain, not an errand boy. The commander was quite explicit. Very well. What do I need to do? The merchandise that you obtained needs to be sent to Tier 4D as soon as possible. But the Port Authority formalities for shipping take an eternity to wade through. And we've already lost quite a bit of time with this dishonest merchant. Are you blatantly asking us to smuggle this merchandise and contraband? I would never ask you to do such a thing, Your Excellency. Ah, but you don't mind asking that of Kurt? Well, now, if he finds an alternative solution that is less, illegal, that would be fine. The method matters not. But this cargo must reach the Isle on the next ship. Marvelous. Well then, I await your return with utmost impatience. I'm certain you shall do what's required. Okay. Ja, illegal hört sich gut an. Bin ich auf jeden Fall der Mann dafür. Da bin ich auf jeden Fall der Mann dafür. Komm, gehen wir mal. Spazieren wir wieder raus. Okay, alles klar. Da hinten ist nochmal der Händler. Wo müssen wir entlang? Da hinten. Wie viele Schritte sind es? 108 Meter. Oh, da ist noch was zu sammeln. Nämlich natürlich Kiefernharz, Biestessenz. Keine Ahnung noch, für was wir das alles brauchen, aber wir werden es auf jeden Fall schnell genug erfahren. Da bin ich mir sicher. Was haben wir hier? Ein Tisch? Werktisch verwenden. Okay, das Handwerk ermöglicht es dir, deine Waffen und Rüstungen zu verbessern. Mit Hilfe von Wissenschaft kannst du Tränke und Fallen fertigen. Du brauchst Wissen, um den Werktisch verwenden zu können. Erhalt von Wissen. Verteile Punkte auf die
gewünschten Talente. Verwende bestimmte Ausrüstungsteile oder Gefährten, die dir einen Bonus gewähren können. Jeder Talentpunkt schaltet neue Rezepte frei. Du brauchst außerdem Zutaten, die du kaufen oder während Erkundungen finden kannst. Aha. Mhm. Können wir jetzt rein theoretisch verbessern. Aber was ist, wenn wir jetzt irgendwas finden würden, was auch besser ist? Alter rostiger Säbel. Sollen wir den verbessern? Knauf? Ah, das geht sowieso nicht. Da fehlen uns noch Materialien. Aha. Da wahrscheinlich auch. Yes. Ja, der verschlissene Hammer. Da wird es wahrscheinlich nicht anders aussehen. Nö. Gut. Waffe wahrscheinlich auch. Gut, da können wir wohl noch nichts machen. Stoppende Falle, giftige Falle. Können wir auch herstellen. Großer Zornestrank. Versetztes Getränk, Schlaftrank, Metalldübel. Versetztes Getränk. Wissenschaftslevel 1. Dieses Getränk enthält ein starkes Schlafmittel. Wer es trinkt, fällt sofort in einen tiefen Schlaf. Warum sollten wir das denn machen? Werden wir hier noch zum Giftmischer oder was? So, Goldmünzen, Munition, Roheisenerz. Ist hier auch noch was? Ich meine, da wäre was golden gewesen. Okay. Habe ich mich wohl versehen. Hallo, Lady. Hallo, Lady 2. Hallo, Eispickelmann. Oh, nehmen wir auch. Biestessenz nochmal. Okay, wir stolzieren hier wie eine grazile Giraffe durch den Hafen. Ach so, wartet mal. Das war doch... Ah gut, dann reden wir jetzt erst mit dem... Das ist bestimmt der Captain, oder? Lively there, lads and lasses! I promised the merchants and their prince we'd be off before the tide. You, man, carry that properly. That porcelain is worth more than your life. There are some children we'd been best to refuse. Captain Vasco. And you are? I'm de Sardet, the prince's nephew. If all is in order, we will soon be embarking on your boat. It's a ship, not a boat. Apologies. Apologies for my asking, but the young governor isn't with you. He didn't come home this morning. I need to find him before departure. I hope nothing's happened to him or he hasn't changed his mind. The tide does not wait. Perhaps he simply celebrated his imminent departure with a little too much enthusiasm. Is everything ready? We're short a crew member. The cabin boy is missing. But have no fear, we will leave without him if he does not present himself before the tide. Is he an important member of the crew? We don't need him for sailing or navigation. He's only a cabin boy. He must have simply had a bit too much to drink in celebrating his departure. Like another I know. I doubt that. Jonas was never one to fancy drink. And it's been 2 days since last he was seen. No, I fear something bad has happened to him. Might I ask you, if you hear anything, could you report it to me? I would like to set sail with a clear mind. Okay, alles klar, werden wir auf jeden Fall machen. Ja, wegen des Schiffsjungens. Ne, da haben wir jetzt keine nach den Ketzern fragen. Have you seen anyone wandering about? Suspicious looking. Maybe clandestine passengers. Take a look around. There are far too many comings and goings to spot possible stowaways. As long as they don't try and get on my ship, I pay no attention to them. That said, we did catch ourselves a smuggler just a while ago. A smuggler? Maybe he could be of some use. Where could I find him? In the port jails, not far from the warehouses. May I ask you, why the sudden interest in smugglers and the odd stowaway? Okay, dann noch ins Kitchen oder wie? Nicht zu viel verraten, deine Mission offen mit ihm besprechen. Ah. Ich weiß nicht. Ist es... Na, nicht zu viel verraten, komm. Nothing to bother yourself about. I'm just curious. You wouldn't, by the sheerest of coincidences, be on the trail of a couple of heretics, Your Excellency. The same a couple of the ambassadors of Teleme's men have been looking for nigh on 2 days. And so you know about that? Of course. The Cardinal's henchmen are hard to miss, even in a crowd.
and they were making quite a fuss, hoping we would cave in and help them in their hunt. Feel free to carry out your own investigation, but you'll end up with the same answers. The port brigs, just like the warehouses, are property of the Nords. No one else may enter. Okay, nach Konstantins Abwesenheit fragen. You haven't heard anything about my cousin by chance, have you? To be honest, we were hoping to find him here. Did you say he was intending on celebrating his departure? My men spoke of a rather animated party that went down at the Coin Tavern, but I haven't heard anything else. That isn't the safest place in the city. I hope nothing has happened to him. Let's go and find him. Thank you, Captain. Happy to be of some help. Ja, du hast uns schon sehr geholfen. Nicht. Doch, doch. So, nach Hilfe mit den Gütern fragen. I have a favor to ask before we leave. I'm all ears. We would like to load some merchandise into your ship's hold. Impossible. You're too late for that. All merchandise must be registered at the Port Authority, and the formalities are long. So, unless you're asking me to turn smuggler and hide contraband on my vessel. I wouldn't go that far. We're only talking about a few crates after all. Well then, they'll have to wait. The next ship for New Serene leaves in a month. Hellfire. If that shipment doesn't leave today, the commander will have my hide. Captain, I understand your position, but isn't there some way we can get these crates on board? I doubt it. Even if I wanted to help you, my quartermaster is a half-crazed bridge troll. He's gotten into his head that a gang of ruffians want to use my ship to pass contraband over to Tirfredi. He's placed guards where our cargo is being held before being loaded. All that is not in the warehouse and noted on the manifest will be left on the docks. Sorry, but your crates are gonna have to wait until the next ship sets sail. Sorry, Kurt. At least we tried. The commander is gonna have my head. I'm sure that's what he wanted in giving me this impossible task. In that case, we're going to have to doctor the manifest ourselves. It must be at the Harbor Master's office. Okay, hä? Kleiner Sam Fischer. So, wegen des Schiffsjungs. Nachfragen bezüglich. Was haben wir denn noch? Die Nauten, Tirfredi. Die Nauten. Ja, komm, machen wir mal. Could you tell me a little about your guild? We are masters of the oceans. Our ships can sail where no others dare. Thanks to your magic, so I've heard. How do you become a Nord? Our magic, yes, that only the Nords master. As for your question, any child born on one of our ships is seaborn. He is a Nord from birth. Others are sea-gifted, joining the Nords for different reasons, often from a young age. It's how the guild is made and maintains its numbers. Okay, Tirfredi. Could you tell me anything about our destination? The island of Tirfredi? It is a magnificent place. Wild. Spared from your wars and your mines, for now. The natives have a relationship with their land and consider it sacred. They're a very friendly people, welcoming. It will appear to you strangely familiar. I've also heard that there are a great many exotic creatures, some enormous. But I wouldn't know what else to tell you. I've never strayed far from the ports. So, den Hafen von Serene. What do you think of our port? Are you referring to this one? It is the biggest high seas port on the continent. Thanks to your prince, even though it remains part of your city, it holds a particular status for us Nords. Certain zones are owned completely by us, and maritime law holds office. It's a good port. Were it not for the Malachor, it would be a pleasant place to dock. Ja, irgendwas ist doch immer schuld. So, wegen des Schiffsjungens. Ja, da müssen wir als erstes gucken. Ich bin bald zurück, Kapitän. He's a captain, Kurt, like yourself. And in order to interrogate the smuggler, we'll need to find a way into his jail. Okay, alles klar. Ja, was machen wir dann als erstes, würde ich mal mich gerade fragen. So, Kurt brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht zu reden. Wir gucken mal auf der Karte. Da haben wir einmal hier, manipuliere das Logbuch des Schiffs im Hafenamt. Und manipuliere das Logbuch des Schiffs im Hafenamt. Okay, sind das 2 Zugänge oder bedeutet das, dass wir
da 2 Optionchen hätten. Was ist denn das hier? Warte mal. Oh. Ey, das ist ja Katastrophe. Hier, ich will hier hin. Befrage den Schleuser zu den Ketzern. Okay, probieren wir als erstes mal das hier mit dem Hafenamt. Vielleicht wird das was. Ist das hier? Ah, da oben. Okay, aber der hat doch gesagt, dass das Soldaten sind, ne? Da kommen wir, glaube ich, so gar nicht einfach hin. Wir gucken mal, wie wir das hinkriegen können. Vielleicht müssen wir uns auch reinschleichen. Und ihr wisst doch, dass ich so ein super Schleicher bin. Ich bin ein Schmidtchen-Schleicher. Okay, gehen wir hier mal rein. So, von anderen Fraktionen kontrollierte Zonen. Diese Zone steht unter der Kontrolle einer anderen Fraktion. Dir ist der Zutritt zu bestimmten Bereichen verboten. Mit einem Kostüm, Oberkörper der Fraktion kannst du die Wachen täuschen. Du kannst außerdem versuchen, sie zu schleichen. Doch wenn eine Wache dich entdeckt, kann dies eine gewaltsame Reaktion provozieren und deinem Ruf bei dieser Fraktion schaden. Lagerhäuser der Nauten. Naja, ich könnte ja rein theoretisch einen erledigen, ne? Dann... Genau. I see where this is headed. If we drop a little soporific in their glasses, the way will be clear. I'll just need to find the proper ingredients, but it's doable. What? Okay, wir bräuchten einfach jetzt Schlafmittel. Ah, dafür brauchen wir das. Ich weiß nicht. Wartet mal. Das sind alles Nauten, ne? Da hinten auch. Warte mal. Ich probiere es erstmal mit Schleichen. Wir gehen da jetzt erstmal rein. Wir gucken mal, ob das was wird. So, wir müssen... Oh, shit. Oh, shit. Scheiße. Das war nicht geplant. Ja, das ging ja komplett daneben. Ah, das war echt dumm. Komm. Oh. Die Zwiebeln aber ordentlich. Holy moly. Komm mal, schlag zu. Alter, wie viel halten die denn aus? Wir sind tot. Okay, alles klar. Die sind auf jeden Fall stark. Letzten Speicherstand laden. Ja, das machen wir natürlich. So, gut. Meine Friends, ich würde sagen, das machen wir in dem nächsten Part. Jetzt wissen wir wenigstens, dass der dann da steht. Das dürfen wir aber hinkriegen mit dem Schleichen. Ich glaube, das dürfte auf jeden Fall funktionieren. Ich guck mal gerade nur für... Ja. I see where this is headed. If we drop a little soporific in their glasses, the way will be clear. Er dürfte uns nicht sehen. Komm, dreh dich um. Dann mache ich dich kalt. Und dann nehme ich deine, Oh, die haben mehrere Wege. Na, das ist schon geil. Ganz geil. Den sehen sie gar nicht. Was war denn das? Hä? Was war denn das? Oh mein Gott. Boom. Und noch ein Schuss. So, die haben wir auch. Scheiße, so wollte ich das aber nicht. Komm. Ach, das war dumm. Meine Friends, das war eigentlich nicht so geplant. Schlossknacken Level 1. Ja, gut. Wir können es jetzt nicht ändern. Goldmünzen. So, ja, meine Freunde, bevor wir das jetzt hier machen, ne,
beenden wir wirklich jetzt mal den Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen bisher. Wenn ja, ihr wisst ja, ein Däumchen nach oben wäre richtig nice. Wenn ihr abonniert, Glocke aktiviert, wäre natürlich noch nicer, würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch wie immer einen hammergeilen, super nicen Tag. Ich hoffe, alles gelingt soweit, wie ihr euch das wünscht. Meine kleinen Jacques und meine Ferdinands. Mir fällt bestimmt noch was anderes ein. Aber jetzt soll es erstmal damit gewesen sein. Gut, meine Friends, ihr wisst ja, das Allerwichtigste ist, Freshness ist das halbe Leben. Haut rein, meine Friends.